Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dem heutigen Video geht es um den Test der neuen Amazfit Balance. Ich habe die Uhr jetzt etwas ausführlich getestet, möchte so ein bisschen meine Erfahrung wiedergeben und euch sagen, ob die Uhr es für euch geeignet ist oder ihr doch lieber zu einer anderen Sportuhr greifen sollt. Die 46 mm große Uhr erscheint dabei in 6 verschiedenen Farben. Wir haben hier außen ein Aluminiumgehäuse und der Hintergrund ist mit einem phasenverstärkenden Polymer verbaut. Dabei ist die Uhr ohne Armband mit 35 Gramm doch wirklich sehr leicht und angenehm zu tragen. Sie trägt nicht groß auf, sie ist sehr dünn gehalten und gerade wenn ihr schlaft oder beziehungsweise es im Schlafen tragt, ist das hier auf jeden Fall nicht störend. Ihr könnt mit der Uhr auch daran schwimmen gehen, das Ganze ist dann bis 5 ATM möglich. Was die Sensoren angeht, so haben wir hier den neuesten optischen Herzfrequenzsensor verbaut mit einer Blutsauerstoffmessung. Darüber hinaus habt ihr auch die Möglichkeit hier Temperatur zu messen, beziehungsweise wir haben auch einen barometrischen Höhenmesser dabei, der natürlich einmal die Etagen oder die Stufen erkennt, als natürlich auch generell die Höhe beziehungsweise auch die Wetterveränderung. Und des Weiteren habt ihr mit Bluetooth die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt hier euren Brustgurt zu verbinden, sei es jetzt von Garmin, von Polar oder von einem anderen Hersteller, als natürlich zum Beispiel hier, ich habe den Tax Neo 2T Smart, den kann man hier ebenfalls mit verbinden. Und dann haben wir natürlich auch WLAN mit an Bord, womit die Uhr sich dann hier verbinden kann. Was die Bedienung angeht, so haben wir oben eine Krone verbaut, die natürlich hier einmal durchs Menü steuern kann, als natürlich, wenn man draufdrückt, hier auch eine Funktion ausführt. Unten haben wir ebenfalls eine Taste und bei beiden Tasten ist es auch so, ihr könnt die hier individuell belegen. Das heißt also, ihr könnt euch aus einer Fülle von Kurzbefehlen was aussuchen und diese Tasten hier belegen. Des Weiteren haben wir hier ein 1,5 Zoll großes AMOLED Touch Display, das eine maximale Helligkeit von 1500 Nits erreichen kann. Ich konnte es jetzt hier nicht direkt in der Sonne testen, aufgrund des schlechten Wetters, aber draußen war bis jetzt, je nach Wetterlage, alles sehr gut ablesbar und natürlich ist in den Innenräumen auch alles optimal ablesbar. Der Schwarzwert auch des OLED-Displays ist hier wirklich sehr gut gestaltet, beziehungsweise insgesamt das Display ist hier wirklich sehr, sehr gut. Was die Touch-Steuerung selbst angeht, so reagiert die wirklich sehr sensibel, also ist überhaupt kein Problem, dass hier irgendwas nicht ausgeführt wird, das ist an dieser Stelle hier kein Problem. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, das Display hier im Always-On-Betrieb zu betreiben. Bei den Zifferblättern sieht es dann so aus, dass wenn ihr den Arm schwenkt, das Zifferblatt dann angezeigt bekommt, je nachdem was ihr auswählt. Und wenn die Uhr in den Ruhemodus geht, dann wechselt sie hier nur in die Zeitanzeige. Das ist natürlich aber auch davon abhängig, welches Zifferblatt ihr aussucht. Das heißt also, für jedes Zifferblatt ist das hier individuell gestaltet. Stichwort Zifferblatt. Die Uhr bietet hier eine Fülle von Zifferblättern an. Dabei seid ihr aber hier an den Anbieter Amazfit gebunden. Das heißt also, diese stellen hier Zifferblätter zur Verfügung. Ist natürlich dann immer individuell Geschmackssache, was einem alles so gefällt. Es gibt hier dann in dem eigenen App Store nicht die Möglichkeit, vom Drittanbieter was herunterzuladen, aber die Auswahl ist hier wirklich sehr, sehr groß. Ich habe die ZEP-App ja schon erwähnt. So habt ihr natürlich die Möglichkeit, sowohl auf dem iOS-System als auch auf dem Google-System hier die ZEP-App herunterzuladen. Das heißt also, auch wenn ihr ein iPhone habt, könnt ihr diese Uhr hier ohne Probleme nutzen. Dabei gibt es aber hier und da ein paar Einschränkungen. So gibt es zum Beispiel hier Google Maps. Ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr ein Android-Handy habt, beziehungsweise ein Android-fähiges Handy, dann bekommt ihr zum Beispiel Abbiegehinweise auf die Uhr angezeigt. Da gibt es eine eigene App für das. Oder wenn ihr zum Beispiel Komoot nutzt, dann könnt ihr auch nur mit dem Android-Handy euch die Abbiegehinweise bei der Navigation anzeigen lassen. Beziehungsweise wenn ihr Spotify steuern wollt, auch das ist nur über Android möglich. Was aber zum Beispiel über iOS und auch über Android möglich ist, ist zum Beispiel hier Anrufe anzeigen zu lassen. Ich habe es leider nicht geschafft, Anrufe auch direkt anzunehmen und auch über die Uhr zu telefonieren. Das hat hier auf meinem iPhone nicht funktioniert. Der Test hat hier hauptsächlich auf dem iPhone stattgefunden. Nichtsdestotrotz, wir haben hier eine Hülle und Fülle an Apps, die wir uns hier im Amazfit Store herunterladen können. Sei es jetzt hier was zum Angeln oder dann hier ein Timer. Oder zum Beispiel, wenn ihr einen Tesla habt, könnt ihr dann auch eine App herunterladen, um hier die Daten vom Tesla anzeigen zu lassen. Also ihr seht, es gibt hier auf jeden Fall eine große Möglichkeit, die Uhr um seine Funktion zu erweitern. Wie gesagt, es gibt ein paar mit Einschränkungen, die dann nur auf Android-Systemen funktionieren. Als Android-Nutzer habt ihr zum Beispiel dann auch die Option, hier auf SMS-Nachrichten bzw. WhatsApp-Nachrichten zu antworten. Das geht so leider mit dem iPhone auch nicht. Das liegt aber jetzt nicht selber an Amazfit, das liegt eher an der Schnittstelle, die uns hier Apple zur Verfügung stellt, weil auch andere Hersteller haben hier keine Möglichkeiten, hier darauf zuzugreifen. Die Amazfit Balance ist hier nicht nur eine Smartwatch, nein, sie ist hauptsächlich auch zum Sporttracken bzw. Fitnesstracken dabei und so bekommt ihr bei der Amazfit Balance auch jeden Tag einen Morgenbericht angezeigt, bei dem ihr hier einen kleinen Überblick bekommt, wie zum Beispiel jetzt hier euer gestriger Tag war, als auch das aktuelle Wetter, falls ihr jetzt rausgehen wollt. Und natürlich, wenn ihr jetzt einen ZEP-Trainer nutzt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, bekommt ihr hier auch die täglichen Trainingsvorschläge bzw. das tägliche Training angezeigt.
Darüber hinaus bekommen wir einen sogenannten PIA-Wert angezeigt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fremd für manche. Der soll euch einfach anzeigen, ja, wie fit ihr seid, beziehungsweise wie viel ihr euch am Tag bewegt. Um ein gesundes Leben zu führen, sollte dieser Wert täglich über 100 sein, beziehungsweise generell über 100 liegen. Wie bekomme ich PIA-Punkte? Ganz einfach. Natürlich ganz klassisch über Workouts, wenn ich laufen gehe, Radfahren gehe oder natürlich auch noch spazieren. Ihr könnt aber auch ganz durch täglichen Bewegungen, zum Beispiel wenn ihr den Haushalt putzt oder irgendwas anderes macht, was mit viel Aktivität zu tun hat oder auch den Garten, da bekommt ihr dann auch PIA-Punkte, beziehungsweise die Uhr erkennt dann auch, dass ihr euch bewegt und rechnet dies an und so habt ihr es dann in der Übersicht, ob ihr euch dann für den Tag genug bewegt habt, beziehungsweise für die ganze Woche. Neben dem PIA-Wert haben wir dann noch die Stressmessung, die euch einfach anzeigt, wie stressig war der Tag. Ihr bekommt aber dann nur angezeigt, ob es sehr intensiv war, ob es weniger stressig war. So eine richtige Auswertung bekommt man an dieser Stelle hier nicht, sondern nur einen kleinen Überblick. Darüber hinaus haben wir dann noch eine Gesamtübersicht über eure Schritte, als auch über eure Fettverbrennung im Tag, also wenn ihr jetzt hier aktiv wart und dann Fett verbrannt habt, als natürlich dann auch die Stehzeit. Das heißt also, die Uhr erkennt auch, wenn ihr steht. Solltet ihr mal längere Zeit nicht gestanden sein, dann bekommt ihr auch eine Erinnerung auf die Uhr, dass ihr euch doch mal bewegen sollt. Beziehungsweise das kommt dann immer stündlich, wenn ihr euch nicht bewegt habt. Und so habt ihr dann auch immer ein bisschen Anreiz, euch dann wieder zu bewegen, beziehungsweise eine kleine Erinnerung. Das ist aber noch nicht alles, was es hier an Fitnessfunktionen gibt. So haben wir natürlich die Möglichkeit, ihr auch die Körperzusammensetzung messen zu lassen. Das heißt also, aus wie viel Prozent Fett, Muskeln, Protein oder wie auch der Grundstoffwechsel hier generell aussieht, das bekommt ihr dann hier mit einer Messung angezeigt. Ich habe natürlich jetzt hier nicht die medizinischen Mittel, um das hier nachzuweisen, ob das soweit passt. Aber zumindest habt ihr mal die Option bzw. einen Richtwert, wie sich das Ganze bei euch entwickelt. Und es geht ja immer darum, das Gleiche mit dem Gleichen zu vergleichen. Und so habt ihr dann wenigstens eine kleine Tendenz. Die Uhr bietet natürlich, wie es die meisten Sportler mittlerweile machen, hier auch die Option, hier ein Schlaftracking durchzuführen. Das heißt also, wenn du nachts schläfst, dann erkennt die Uhr das. Es wird auch sehr zuverlässig erkannt. Also ich hatte jetzt eigentlich keine großen Abweichungen gegenüber anderen Uhren. Ich habe teilweise mit 4 Uhren geschlafen und da hat es immer hier gepasst. Es gibt ja mal Abweichungen zwischen 5 und 6 Minuten zwischen ein verschiedenen Uhren. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was die Aufwachzeiten angeht, das hat die Uhr hier bei mir souverän erkannt. Ihr bekommt natürlich dann auch eine Auswertung über die REM-Schlafphasen, über die Leichtschlafphasen, also die verschiedenen Schlafphasen, die es so gibt. Ob das soweit passt, das kann man eigentlich jetzt nur im Schlafverbrauch nachweisen. Aber zumindest habt ihr so eine kleine Übersicht, wie so die Nacht bei euch gewesen ist. Die Amazfit Balance erkennt auch noch dann Nickerchen, das heißt also, wenn du dich da mittags hinlegst, wird es ebenfalls erkannt. Da bekommt ihr aber einfach nur die Zeit angezeigt, wie lange ihr das Nickerchen durchgeführt habt und so habt ihr dann auch hier das in der Aufzeichnung. Das ist aber noch nicht alles, was beim Schlafen aufgezeichnet wird. So wird zum Beispiel dann auch die Temperatur gemessen, beziehungsweise die Temperaturdifferenz. Das heißt also, es wird über die Zeit eine Grundlinie errechnet oder erkannt und da wird euch einfach angezeigt, seid ihr darüber, darunter, also heißt man 0,1 Grad darüber, 0,1 Grad darunter und so könnt ihr einmal erkennen, ob die Umgebung für euch zu warm war, was natürlich auch negativ sich auf den Schlaf auswirkt, als natürlich auch, wenn ihr jetzt hier Krankheiten habt, dann kann auch sein, dass das hier sich abbildet, wobei man sagen muss, es ist kein medizinisches Produkt, für die Fiebermessung ist es nicht geeignet, es ist einfach nur ein Richtwert zur Orientierung. Das ist an dieser Stelle aber noch nicht alles. Ihr bekommt dann hier die Herzfrequenzvariabilität auch gemessen. Das ist entscheidend hier dafür, wie ihr euch wirklich in der Nacht erholt habt. Also es ist eine Sache, wie ihr geschlafen habt, ist aber die andere Sache, wie sich euer Körper in der Nacht erholt hat. Das kann man an der Herzfrequenzvariabilität abmessen. Das heißt also, wenn diese schlecht ausfällt, kann passieren durch Alkohol oder durch viel Training, Übertrainiertheit, da kann diese schlecht sein. Wenn ihr gut erholt seid, dann wird dieser Wert besser. Und dieser Wert fließt dann auch in ein Widget hinein, der euch anzeigt, wie erholt ihr seid. Es gibt ein sogenanntes Bereitschaft-Widget, das euch einmal auf einen Blick anzeigt, wie viele Punkte ihr bereit seid für ein Training. Das heißt also maximal bis 100. Und wenn wir ins Widget hineingeht, dann sehen wir auch hier die körperliche Erholung, als auch die mentale Erholung, wie dann auch die Schlaf-Ruheherzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, wie schon angesprochen, ein wichtiger Bestandteil für die Erholung, als natürlich dann auch die Atemqualität und die Temperatur. Und daraus wird dann hier ein Wert ermittelt, der einfach zeigt, wie erholt ihr dann seid. Und dabei muss ich sagen, dass dieser Wert hier keine großen Veränderungen bei mir gezeigt hat. Wenn ich wenig Training gemacht habe, beziehungsweise gut geschlafen habe, dann war der Wert jetzt nicht exorbitant gut. Aber andersrum war es auch nicht, wenn ich jetzt viel trainiert habe, starke Trainings gemacht habe und es wirklich für die Nacht auch schlecht war, also mich nicht gut erholt habe, hat dieser Wert hier trotzdem über 80 angezeigt. Das heißt also, es hat nicht so ganz das wiedergegeben, wie ich mich gefühlt habe. Daher empfehle ich immer, bei sowas hier auf sich selber zu hören, also nicht nur auf die Uhr, sondern auch auf das eigenen Körper zu hören, wie fit man sich jetzt hier für einen nächsten Workout fühlt.
Und wenn wir schon bei der Bereitschaft bzw. Trainingsbereitschaft sind, so kommen wir dann auch zu den Sportmodi, die diese Uhr hier anbietet. So haben wir bis zu 150 verschiedene Sportarten. Natürlich die klassischen Sachen wie Laufen, Indoor, Outdoor, aber auch natürlich Radfahren, Indoor, Outdoor. Und natürlich gibt es dann hier auch so Klettern. Also ihr seht, hier gibt es auf jeden Fall eine große Möglichkeit. Dabei habt ihr auch die Möglichkeit, ich habe jetzt sehr viel Indoor-Training gemacht aufgrund des Wetters, hier zum Beispiel dann auch den Tacx Neo 2T Smart, das habe ich schon erwähnt, zu verbinden und hier zu trainieren, beziehungsweise auch die Wattwerte aufzuzeichnen. Was leider nicht geht, ist hier dann auch nach Watt zu trainieren. Das heißt also hier einen Trainingsplan nach Watt durchzuführen. Das geht an dieser Stelle nicht. Das heißt also, ihr könnt den Trainer nicht steuern, aber ihr könnt zumindest hier die Wattwerte aufzeichnen für die Auswertung. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, dann auf dem Laufband zu laufen. Und das macht die Amazfit Balance auch wirklich sehr gut. Sie erkennt auf dem Laufband wirklich sehr, sehr gut die Strecke. Also es gibt hier kaum Abweichungen. So um die 100 Meter bei 10 Kilometer Abweichung habe ich gehabt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Das können manche Garmin-Uhren, die deutlich teurer sind, nicht besser. Aber ihr habt dann auch die Option, zum Beispiel nach dem Laufband hier die Kilometer dann anzupassen, falls es dann doch hier eine kleine Abweichung gegeben hat. Und dabei gibt es dann auch die Option, dass ihr bei jeder Sportmode hier die eigenen Datenseiten einrichten könnt. Ihr könnt dann hier in die Einstellungen gehen und je nachdem, was die Sportart hier an Daten anbietet, könnt ihr diese auswählen und eure eigenen Datenseiten grafisch als auch mit Daten anzeigen lassen. Beim Thema Training bietet die Amazfit Balance hier einige Optionen. So habt ihr einmal ganz klassisch die Möglichkeit, zum Beispiel beim Laufen hier Intervalle zu starten bzw. hier auszuwählen auf die Uhr direkt. Ihr könnt dann eure Ziele festlegen bzw. so ein bisschen einstellen und dann bekommt ihr hier ein geführtes Workout mit einer Vibration aufs Handgelenk und ihr könnt auch die Sprache einstellen. Das heißt also, die Uhr spricht dann auch mit euch. Ich habe das hier persönlich abgestellt, weil es mich beim Laufen gestört hat. Die zweite Option, die ihr habt, ihr könnt natürlich dann auch in der Zepp-App hier eigene Trainings erstellen. Dafür geht ihr einfach unter Trainings, dann wählt ihr eine Sportart aus und dann könnt ihr hier ein Training zusammenstellen. Dabei könnt ihr dann auch verschiedene Ziele definieren, wie zum Beispiel Herzfrequenz, als natürlich auch die Distanz. Beim Radfahren ist es leider so, dass ihr hier nicht nach Watt trainieren könnt. Das heißt also, ihr könnt hier keine Wattziele angeben. Gerade wenn ihr im Indoor-Bereich dann nach Watt trainieren wollt, wenn ihr einen Trainer verbunden habt, das funktioniert leider hier so nicht. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier den sogenannten ZEP-Trainer zu nutzen. Das ist ein KI-basierter Trainer. Da muss man aber sagen, es gibt hier zwei Versionen. Es gibt eine Basisversion, die jeder nutzen kann. Da könnt ihr zum Beispiel für 10 Kilometer hier einen Trainingsplan erstellen lassen. Das ist auch die maximale Distanz, die aktuell geht, beziehungsweise in der Basisversion. Und da könnt ihr dann sagen, okay, ich möchte eine Zielzeit erreichen oder ich möchte es generell erreichen. Und so bekommt ihr dann einen täglichen Trainingsplan angezeigt, beziehungsweise bekommt dann täglich angesagt, ob ihr dann Ruhetag habt und was ihr hier trainieren sollt, sei es Intervalle oder auch lange Läufe, die ihr wiederum dann auch festlegen könnt, an welchen Wochentagen ihr diese durchführen möchtet. Möchtet ihr noch tiefer in die Materie eingehen, dann müsst ihr hier ein Abo abschließen und dann könnt ihr mit dem Trainer auch noch hier chatten, beziehungsweise dann hier weiter in der Analyse gehen. Ich persönlich habe es nicht getestet, weil ich für solche Sachen hier keine Abos abschließe und die Uhren eigentlich so nutzen möchte, wie es hier dann im günstigsten Paket vorhanden ist. Und solltet ihr mal vergessen, hier eine Aktivität zu starten, so ist die Uhr hier wirklich sehr gut. Sie erkennt wirklich sehr, sehr gut, wenn ihr eine Aktivität macht. Ich hatte es jetzt oft beim Laufen. Das ist eigentlich so sensibel, dass, wenn man mal zum Kaffeeautomat gegangen ist bei der Arbeit, hat diese hier gleich als Indoor-Laufen erkannt und wollte hier direkt die Aktivität starten. Also ich habe es dann irgendwann ausgestellt, weil es dann doch zu sensibel war. Aber wenn ihr das haben möchtet, das funktioniert hier einwandfrei, die automatische Trainingserkennung. Wenn ihr dann ein Training durchgeführt habt, dann bekommt ihr in der Zepp-App auch eine wirklich sehr gute Auswertung angezeigt. Ihr seht einmal auf der Karte, wo ihr natürlich unterwegs wart, als natürlich auch mit welcher Geschwindigkeit. Und ihr bekommt dann im Detail nochmal die Höhenmeter angezeigt, wie zum Beispiel dann auch die Steigung war oder wie viel bergauf ihr gelaufen seid und bergab. Aber natürlich dann auch die Trainingseffekte bzw. dann auch die Echtzeitanalyse, wie ihr euch dann während des Laufes verhalten habt bzw. wie gut es euch dabei gegangen ist. Ein wichtiger Aspekt nach dem Training ist natürlich auch die Erholungszeit. So bekommen wir auch bei der Amazfit Balance hier die Erholungszeit in Stunden angezeigt. Das heißt also, je nachdem wie intensiv das Training war, desto länger ist die Erholungszeit. Darüber hinaus bekommen wir dann auch eine VO2 Max angezeigt. Dabei muss ich aber sagen, dass dieser hier bei mir extrem konservativ ausgefallen ist. Ich bewege mich hier bei der Amazfit Balance hier um den Wert 41. Bei anderen Sportuhren bewege ich mich aber um einen deutlich höheren Wert. Ich bin zwar jetzt hier kein Spitzensportler, aber der bewegt sich bei mir um die 46. Das heißt also, sowohl bei der Polaruhren als auch bei Suunto und Garmin bewege ich mich immer so bei 45,9, 46,2, so um den Dreh, je nachdem wie die Uhr das hier an dieser Stelle anzeigt. Und das Problem selbst hatte ich auch schon bei der Amazfit Cheetah gehabt, die ebenfalls deutlich niedriger ausgefallen ist als die klassischen Sportuhren. Und da bin ich mir natürlich nicht sicher, ob liegt es hier am Algorithmus, liegt es hier an der Ermittlung
Oder braucht die Uhr einfach noch viel, viel länger als, ich habe jetzt so knapp 2,5 Wochen Sport damit gemacht, um hier einen optimalen Wert zu ermitteln. Ein nächster Wert, der für mich etwas schwieriger nachvollziehbar ist, gerade wenn man sich in der Materie nicht auskennt, ist die Trainingsbelastung. Ihr bekommt ja für jedes Workout eine Trainingsbelastung, je nachdem, wie intensiv das Ganze war. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte meine Fitness ausbauen, dann müsst ihr auf jeden Fall eure Trainingsbelastung jede Woche steigern. So betrachtet die Uhr auch hier auf 7 Tage, wie eure Trainingsbelastung war. Und wie gesagt, wenn ihr eure Fitness ausbauen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall eure Trainingsbelastung steigern. Das heißt, das könnt ihr zum Beispiel durch Intervallläufe machen oder durch längere Läufe und so eure Fitness ausbauen. Und bei der Amazfit Balance bekomme ich das nicht so ganz im Detail angezeigt, was der Wert jetzt für mich sagt. Ich kann zwar in der App reinschauen und sehe dann hier so eine Kurve, ob das jetzt hoch oder runter geht, aber ich kann es hier an dieser Stelle nicht so richtig einordnen. Darüber hinaus wird, egal wie viele Punkte ich habe, immer gesagt, dass ich hier im moderaten Bereich bin. Das heißt also, ich kann es auch gar nicht einordnen. Und die Uhr hat mir auch ziemlich schnell schon angesagt, ob ich gut oder schlecht trainiere. Ich bin es eigentlich von Uhren gewöhnt, gerade wenn man sie neu hat, dass sie einmal ein paar Tage brauchen, um das Ganze hier zu ermitteln, um überhaupt einen Richtwert zu haben, wie ist meine Grundbasis bzw. Grundfitness. Und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass Amazfit hier an diesen Trainings-Apps bzw. Widgets mehr macht bzw. mehr ausbaut, um das Ganze hier auch für die Anwender etwas verständlicher darzustellen. Insgesamt kommt das einem eher vor, dass man diese Widget hier anbietet, aber die Algorithmen noch nicht so ganz darauf justiert sind bzw. abgestimmt sind. Positiv hervorheben muss man dabei aber, dass die Uhr hier zum Beispiel Strava unterstützt. Wenn du zum Beispiel hier Strava als Hauptaccount nutzt und hier auch deine Auswertung machst, da bekommst du die Daten auf jeden Fall von der Amazfit Balance übertragen. Als auch natürlich Adidas Running wird unterstützt, das ist auch mit dabei. Und natürlich auch die Apple Fitness App wird mit unterstützt. Das heißt also, wenn du hier alles freigibst, dann werden die Daten hier in die Apple Fitness eingetragen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich trage täglich eine Apple Watch hier ganz normal zum Tragen und mache aber Sport hier mit der Amazfit Balance, dann kannst du hier diese als Sportuhr verwenden, beziehungsweise hier dann in die Apple Fitness App alles eintragen lassen, beziehungsweise übertragen lassen. Die Amazfit Balance bietet uns auch die Option hier, nach einer Route navigieren zu lassen. Wenn ihr zum Beispiel Komoot-Nutzer seid, dann könnt ihr dann über die ZAP-App dann auch Komoot verbinden. Das heißt also, ihr bekommt auch die geplanten Strecken hier direkt auf die Uhr angezeigt, beziehungsweise könnt sie übertragen und dann bekommt sie auf die Uhr angezeigt und könnt diese auswählen und danach navigieren lassen. Die Navigation sieht wie folgt aus. Ihr bekommt dann hier eine ganz normale klassische Krümelnavigation angezeigt. Das heißt also eine Linie, die ihr ablauft. Eine Karte im Hintergrund ist leider nicht dabei. Ihr könnt dann auch aus der Karte herauszoomen, um dann nochmal eine Übersicht der Strecke zu bekommen. Was wir an dieser Stelle leider nicht bekommen, sind direkte Abbiegehinweise, wenn ihr jetzt an einer Kreuzung seid. Lediglich, wenn ihr jetzt von der Route herunterkommt, dann bekommt ihr angezeigt, dass ihr jetzt von der Route herunter seid und bekommt hier eine kleine Warnung bzw. dann wie weit ihr von der Route weg seid. Dabei könnt ihr das Ganze einstellen zwischen 20 Meter, 50 Meter und 100 Meter. Ich würde die Einstellung 50 Meter empfehlen. Das ist so der optimale Bereich. Ein interessanter Aspekt ist natürlich auch die Akkulaufzeit und hier muss sich die Amazfit Balance wirklich nicht verstecken. Wir bekommen hier wirklich sehr, sehr gute Akkuwerte angeboten. Diese können hier auf jeden Fall mit den teuren Garmin-Uhren oder Forne-Uhren hier konkurrieren. Ich habe die Uhr jetzt hier 24/7 getragen, habe Schlaftracking mit betrieben, habe hier Blutsauerstoff aufgezeichnet, Herzfrequenzmessung 24/7, Always-On-Betrieb, also alles, was die Uhr hergibt. Und ich kam mit 2 Workouts hier, die etwa 1 Stunde gingen, auf etwa 4 Tage Laufzeit. Dabei hatte ich aber noch 10% Restakku. Ich habe die Uhr jetzt dann einfach aufgeladen, weil ich dann schlafen gegangen bin, um hier einfach sicher zu gehen, dass hier die Uhr nicht irgendwann herunterfährt bzw. hier dann ausgeht. Und solltet ihr euch mal entscheiden, keine Workouts zu machen, so ist dann in den genannten Punkten dann auch bis zu 6 Tagen Laufzeit möglich. Auch beim Workout weiß die Uhr dann zu überzeugen. Wir haben so etwa einen Verbrauch pro Stunde von etwa 5% im Always-On-Betrieb, was hier heißt etwa 20 Stunden Laufzeit. Dabei ist aber Always On leider nicht so, wie man es jetzt von anderen Uhren kennt. Das heißt also, wenn ich jetzt laufe und auf die Uhr schaue, bekomme ich Daten angezeigt. Wenn ich die Hand jetzt wieder drehe, dann geht der Bildschirm irgendwann aus und ich muss die Hand wieder bewegen, um mir hier die Daten anzeigen zu lassen. Aber nicht nur die Akkulaufzeit ist bei Workouts interessant, nein, natürlich auch das GPS-Tracking. Ich habe die Uhr ja hier im besten GPS betrieben und da muss man auch sagen, die Uhr hat auf jeden Fall besser abgeschnitten als die Cheetah damals. Ich bekomme sehr gute Werte angezeigt. Nichtsdestotrotz kann es mal passieren, wenn ihr zum Beispiel im Wald unterwegs seid, dass die Uhr hier parallel zum Weg hier das GPS-Tracking durchführt. Ich habe das Ganze hier mal im Vergleich mit einer Garmin-Uhr, die Tactix 7 AMOLED im Multiband-GPS laufen gehabt und man kann ganz gut erkennen, dass es Stellen gibt, wo es Abweichungen gibt. Es gibt aber auch viele Stellen, wo es Übereinstimmung gibt, beziehungsweise man kann auch ganz gut sehen, dass die Uhr manchmal hier die Wege etwas glättet. Nichtsdestotrotz, man muss bedenken, die Uhr
kostet hier knapp 250 Euro, ist im etwas günstigeren Bereich unterwegs. Und ich vergleiche das Ganze hier mit einer Uhr, die weit über 1000 Euro kostet. Und da ist auf jeden Fall die Abweichung, die wir hier sehen, akzeptabel. Interessant ist dann auch noch die Distanz, was die Uhr gemessen hat. So habe ich dann auch hier bis zu 100 Meter Abweichung bekommen gegenüber jetzt hier eine Uhr im Multibandbetrieb. Das war aber lediglich nur der Fall, wenn ich dann wirklich in Wäldern unterwegs war oder in abgeschatteten Gebieten. Wenn ich auf freiem Gelände war, da hatte ich diese Problematik an dieser Stelle hier nicht. Ein wichtiger Aspekt beim Training ist natürlich dann auch die Herzfrequenzmessung, und so bietet uns die Amazfit Balance hier einen optischen Herzfrequenzsensor der neuesten Generation an, beziehungsweise dann auch hier mit angebundener Blutsauerstoffmessung. Und das macht die Uhr hier wirklich gar nicht so schlecht. Ich habe hier zum Beispiel einen Lauf, da war es noch etwas wärmer. Da kann man ganz gut erkennen, dass die Uhr sowohl die Hochlaufkurve als der Puls gestiegen ist, als dann auch die Verläufe wirklich sehr gut gegenüber einem Brustgurt erkannt hat. Anders sah es dann hier beim Indoor-Radfahren aus. Hier wurden die Hochlaufkurven dann nicht so gut erkannt. Das heißt also, es gab hier so eine Abweichung zwischen Brustgurt und der optischen Herzfrequenzmessung. Das hat aber nur kurz gedauert. Dann war die Uhr so ein bisschen, ja, ich sag mal, justiert. Und da kann man dann auch sehr gut sehen, dass die Uhr hier die Intervalle wirklich sehr, sehr gut wiedergibt. Probleme treten dann ein bisschen auf, wenn es draußen kälter wird. Das heißt also, wenn wir so um die 0 Grad und Minustemperaturen sind, da habe ich zum Beispiel einen Lauf gehabt, da kann man ganz gut sehen, dass die Spitzen nicht mehr ganz so gut erkannt werden. Das ist jetzt aber jetzt hier nicht ein exklusives Problem der Amazfit Balance. Das haben wirklich ganz viele Sportuhren, beziehungsweise die Technik des optischen Herzfrequenzsensors kann hier zu Problemen führen, wenn es dann etwas kälter wird. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wie schon eingangs erwähnt, hier einen Brustgurt zu verbinden, um hier die Daten dann zu messen. Beim Kraftsport selber würde ich dann generell zu einem Brustgurt raten. Hier werden zwar die Verläufe auch wirklich sehr gut erkannt, also da kann man jetzt nichts sagen, nur sind dann die Spitzen, die da entstehen, werden dann hier nicht so ganz gut getrackt, und es gibt dann hier auch eine größere Abweichung, was die durchschnittliche Herzfrequenz bzw. maximale Herzfrequenz angeht. Und dann komme ich auch zu meinem kleinen Fazit der Amazfit Balance. Für wen kann ich die Uhr empfehlen? Die Uhr hat ja einen Preis von 250 Euro, und da muss man auch sagen, für die Funktion, was die Uhr hier bietet, für die Messgenauigkeit des GPS als auch die Herzfrequenzmessung, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt hier mehr im Leistungsbereich unterwegs und möchte ja mehr Trainings machen, möchte mein Training ausbauen und bin viel tiefer in der Materie, dann ist vielleicht für euch eher eine Chorus Pace 3 oder eine Garmin Forerunner 255, 265 interessant, die natürlich hier in diesem Bereich etwas teurer ist. Wenn du aber sagst, ich möchte hier eine sehr gute Fitnessuhr haben und möchte ja auch die Möglichkeit haben, hier weitere Funktionen über Apps hinzuzufügen, oder suche eine Alternative, zum Beispiel zu einer Samsung Galaxy Watch 6, da ist auf jeden Fall die Amazfit Balance hier bei mir ganz hoch im Kurs, beziehungsweise kann ich da wirklich empfehlen, diese Uhr hier zu nutzen. Insgesamt ist die Uhr wirklich ein sehr guter Fitness-Tracker. Die App bietet hier auch viele Auswertungsmöglichkeiten, auch im kostenlosen Zustand, und ihr lernt euren Körper etwas besser kennen. Und gerade das ist die Zielgruppe der Uhr, die einfach ein bisschen mehr machen wollen, ein bisschen was tracken wollen, aber nicht auf so viel zu verzichten, ohne jetzt hier groß mit Sportmetriken erschlagen zu werden. Da kann ich, wie gesagt, die Uhr wirklich nahelegen bzw. empfehlen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Eindruck geben, was die neue Amazfit Balance angeht. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls du die Uhr schon hast, wie dir die Uhr gefällt, was deine Schwachstellen sind, was deine Stärken sind, beziehungsweise was du gut und was du schlecht findest, beziehungsweise wenn du jetzt vor der Wahl stehst, würdest du die Amazfit Balance nehmen, ja oder nein, beziehungsweise was wären deine Alternativen? Schreibst du, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich da auf eine rege Diskussion bzw. Austausch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und auch den Algorithmus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.